Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es den zweiten Teil unserer Was wäre wenn Reihe. Das heutige Thema ist, was wäre, wenn Godzilla im Film Godzilla und die Urweltraupen beide Larven von Mothra getötet hätte. In diesem Film haben beide Larven nur überlebt, da sie gemeinsam Godzilla besiegen konnten. Im nächsten Film, Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah, war allerdings nur noch eine Larve am Leben. Was mit der anderen Larve geschah, ist leider nicht bekannt. Wahrscheinlich wurde sie entfernt, da es das Special Effect Team überfordert hätte. Aus diesem Grund wurde eine Imago Mothra, also eine erwachsene Mothra, aus dem Skript gestrichen. Also gut möglich, dass sich die andere Larve bereits verpuppt haben sollte. Mit diesem Hintergrundwissen fangen wir nun an. Und zuerst einmal ist klar, dass Mothra nicht als Vermittlerin zwischen Rodan und Godzilla hätte vermitteln können. Prinzipiell sind nun 3 Verläufe möglich. Entweder hätte Godzilla Rodan im Kampf getötet, was wahrscheinlich wäre, beide hätten sich dennoch verbündet und wir hätten denselben Ablauf wie im Film Befehl aus dem Dunkel, oder aber Ghidorah hätte Rodan unterworfen und die beiden hätten gemeinsam gegen Godzilla gekämpft. Während es durchaus möglich ist, dass Godzilla auch alleine gegen Ghidorah gewonnen hätte, so wäre ein paralleler Kampf mit Rodan wohl zu viel für den König der Monster gewesen und er wäre unterlegen. In diesem Falle hätte die Erde wohl dasselbe Schicksal wie die Venus erlitten und der Ablauf wäre genau derselbe gewesen, wie er schon in der ersten Folge von uns beschrieben wurde. Gehen wir nun einmal davon aus, dass Godzilla siegreich aus dem Kampf mit Ghidorah hervorgeht. Dann wäre ohne Mothra Godzilla im Film Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer wahrscheinlich gestorben. Nach den Ereignissen im Film und den Kämpfen gegen den Giant Condor und Ibira wurde die Insel durch eine Atomexplosion zerstört. Godzilla sprang nur deswegen vorher ins Meer, weil er Mothra verfolgen und bekämpfen wollte. Oder weil er die Menschen, die von Mothra evakuiert wurden und ihn warten, verstanden hat. Dass er die Explosion überlebt hätte, ist unwahrscheinlich. Hätte er die Explosion überlebt, dann wären alle Ereignisse der Showa-Reihe weiterhin so abgelaufen, wie sie in den Filmen abgelaufen sind. Godzillas Tod hätte allerdings dafür gesorgt, dass im Film Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster Hydrox die Welt vergiftet hätte. Somit hätten die Aliens von Nebula 5 aus Frankensteins Höllenbrut keinen Grund gehabt, die Erde zu besiedeln, da diese ja wie ihr Heimatplanet verseucht ist. Die Seetopianer hätten aber wahrscheinlich Megalon und ihre außerirdischen Kollegen Gigan in den Kampf gegen Hydrox geschickt. Der Ausgang ist fragwürdig. Der Angriff der Killer Ark Alien spielt chronologisch gesehen im Jahr 1999 und da sind bereits die Ereignisse geschehen. Ob die Invasion der Killer Arks auf einem verseuchten Planeten noch in ihrem Interesse gewesen wäre, bleibt auch fraglich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Godzilla mit einem Sieg gegen die Mothra-Larven sein eigenes Todesurteil und auch das der Menschen unterschrieben hätte. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann. Es war Frankenstein.